Guten Morgen. Ja. Oh, ja. 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 Echt jetzt? Ja. Milo, ja. Penny, ja, super. Ja, Penny, ja. Ja. Guten Morgen. Ja. Oh. So schlimm. Nicht immer auf die Nase, Milo, das tut weh. Ja. Oh. Oh, Schlaf. Du kannst dich ja. Ja, echt? Wirklich? Ja. Oh, echt? Ja. Ja, mein Süßer. Ja. So lange habe ich geschlafen. Ja. Echt? Tja, darf ich vorstellen? Das ist der Hintern von Penny. Milo, pfui. Ja, wie bin ich nun zu Penny gekommen? Ganz einfach. Übrigens, schaut mal hier hinter mir im Spiegelbild der Fensterscheibe. Das ist der Sonnenaufgang, den ich hier jeden Morgen auf der Terrasse erleben darf. Oh, das Wichtigste fehlt noch, mein Kaffee. Und die beiden Slawiner sind auch schon wieder da. Gucken, was ich hier treibe, mit dem ich schon wieder laber. Ja, und wie bin ich jetzt zu Penny gekommen? Oh, ganz einfach. Ich hatte ja im vorigen Video zum Thema Hund erzählt, dass der Kleine da kastriert werden soll, nämlich der Milo. Und das wollte ich ja bei einer Tierärztin machen, die sich auch im Tierschutz engagiert und sich um Straßenhunde kümmert und großartige Kastrationsprojekte macht. Und ja, das haben wir halt dann einen Termin ausgemacht und als wir dann da waren, da lag dann in ihrer Praxis so ein kleines Häufchen Elend von Hund, was total verängstigt war und ja, aber doch irgendwo aufgeweckt und neugierig schien. Und die Tierärztin meinte dann, hey, wollt ihr nicht noch einen kleinen Notfall mitnehmen? Und weil die haben wir jetzt vor ein paar Tagen von der Straße runtergeholt, die war in einem sehr desolaten Zustand, total runtergekommen und wohl kurz vorm Verhungern. Ja, naja, da habe ich dann, beziehungsweise meine ehemalige Vermieterin, die hat dann gesagt, hey, willst du nicht? Und guck mal hier, und die ist doch süß und nett und nee, ich will nicht, weil das ist noch viel zu früh, weil das ist ja, ich ziehe ja erst in etwa 2 Wochen auf mein Grundstück und selbst dann ist es noch zu früh, weil die Bauarbeiten werden wahrscheinlich noch nicht fertig sein und naja, jedenfalls hat sich dann meine ehemalige Vermieterin mit ihr beschäftigt, mit der kleinen Hündin da und ich dann auch so ein kleines bisschen und war eine ganz süße und ja, so ein bisschen aufgeweckt, ist sie dann ganz langsam aufgetaut und ja, dann, naja, dann wurde Milo kastriert und ich habe mich weiter mit ihr so ein kleines bisschen mal beschäftigt und habe sie mir mal angeschaut. Das ist eine ganz hübsche eigentlich. Sie ist immer noch ein bisschen unterernährt, meiner Meinung nach. Das kommt aber so nach und nach. Also sie kriegen hier mehr als genug Futter. Sie sehen beide relativ schlank aus. Puh, jetzt wird die Sonne aber ganz schön hell.
Aber schön wieder. Ja, naja, jedenfalls Ende vom Lied. Milo war fertig kastriert, wurde ins Auto geladen und die Penny wurde dann daneben gelegt. Natürlich mit meinem Einverständnis. Ja, und seitdem freut sich Penny ihres Lebens. Sie ist innerhalb von 2-3 Tagen so unheimlich aufgetaut. Bereits am ersten Tag konnte man sie vorsichtig streicheln, vorsichtig anfassen, konnte langsam auf sie zugehen. Das war so die ersten Stunden überhaupt nicht möglich. Und ja, nach 2-3 Tagen hat sie dann mit den anderen Hunden schon angefangen zu spielen. Hat sich mit Milo wahnsinnig angefreundet. Also die beiden sind echt wie dick und doof. Ja, keiner davon ist dick, ich weiß, aber sie sind wie ein Herz und eine Seele. Die spielen miteinander, die toben miteinander, die schmusen miteinander. Und das war so relativ schnell klar, dass die zwei irgendwie zusammengehören. Und ja, das ist, freut mich für die Penny auf jeden Fall. Den Namen hatte sie übrigens nicht vorher gehabt, den habe ich ihr gegeben. Ich wollte ja sowieso schon ursprünglich eigentlich 2 Hündinnen haben. Und eine davon sollte Penny heißen, weil ich den Namen einfach schön finde, egal. Jedenfalls, ja, sie hat sich relativ schnell mit den anderen Hunden, die da wo ich gewohnt habe, die da gelebt haben, angefreundet. Oh, das ist wieder ein Satz. Penny hatte sich hier innerhalb von 2 bis 3 Tagen mit den Hunden, die dort bei meiner ehemaligen Vermieterin gelebt haben, angefreundet und hat dann auch mit denen gespielt und getobt und gelernt Mist zu machen, hat allerdings auch ein bisschen soziale Kompetenz gelernt von den anderen Hunden, also Rangordnung und ähnliches. Und von daher denke ich, war das gar nicht schlecht, dass sie erstmal in einen Rudel hineingekommen ist, was schon gefestigt war. Und ja, ich war sowieso sehr viel unterwegs, war zu der Zeit jederzeit dann jeden Tag auf meine Baustelle gefahren, weil es irgendwie nicht wirklich vorangeht und ich doch auch einiges zu tun hatte, hier mit Rasenmähen und Pflanzen bringen und schon mal ein bisschen was Zeugs bringen. Vor 10 Tagen bin ich ja dann hier auf mein Grundstück gezogen und ja, die beiden fahren leider oder zum Glück immer noch nicht so gerne Auto. Das heißt, der Umzug mit denen war nicht ganz so einfach. Sie mussten dann manuell in den Kofferraum transportiert werden, weil sie freiwillig nicht reingehen wollten, aber da bin ich auch nicht so böse drum, dass sie nicht so heiß sind aufs Autofahren. Und ja, jetzt haben sie sich hier auch schon eingelebt, haben hier ein Paradies für sich entdeckt gefunden. Die spielen hier, die toben über die Wiesen, die machen einen Haufen Mist, einen Haufen Müll kaputt, also alles, was irgendwie an Mülltüten liegt oder ähnliches, das ist vor denen nicht sicher und davon liegt ja hier noch reichlich rum, weil es halt immer noch Baustelle ist. Und ja, sie haben echt Spaß, sind ein Herz und eine Seele geworden, sind kaum voneinander zu trennen. Das, was ihr vorhin gesehen habt, ist so das morgendliche Begrüßungsritual. Immer wenn ich die Tür aufschließe, sind die beiden sofort da und begrüßen mich und freuen sich des Tages, sind echt happy, dass ich endlich aufgestanden bin, obwohl es erst kurz nach 6 ist meistens. Ja, jedenfalls... ja, ein Herz und eine Seele. Der absolute Lieblingsplatz momentan ist hier hinterm Haus der Sandkasten, der noch vom Bauen übrig ist. Und jetzt aktuell kriege ich ja Rollrasen à la Paraguay hier vor mein Häuschen gelegt. Und da liegen sie auch ganz gerne drin, weil das ist noch so schön feucht und kühl. Wir haben aktuell immer Tagestemperaturen so um die 35 Grad und das ist echt anstrengend für beide Hunde. Und das merken sie natürlich auch. Sie haben noch nicht so den richtigen Schattenplatz gefunden, der irgendwo in meiner Nähe ist, aber doch recht kühl. Aber das werde ich auch noch ändern. Ja, ansonsten, die beiden haben sich schon mit dem Nachbarshund inzwischen angefreundet. Penny himmelt auch ihn richtig an. Milo ist noch so ein bisschen verhalten, weil es ist ein anderer Rüde, der auch noch unkastriert ist und Milo ja jetzt kastriert ist. Aber ansonsten geht es den beiden echt super. Die haben hier das Paradies auf Erden gefunden, sagte ich schon, ne?
Sie futtern momentan aufgrund der extremen Wärme auch recht wenig. Aber sie haben schon die Gegend erkundet und wir waren schon da unten. Da ist so ein kleiner Tümpel, da waren wir schon baden. Das fanden die Angler, die da an dem Tümpel geangelt haben, nicht ganz so toll, aber war okay. Ja, ansonsten gibt es eigentlich nichts Großartiges weiter zu sagen. Das war Penny, beziehungsweise ihr Hintern und der Rest von ihr. Demnächst wird es dann meinen zweiten Teil vom Hausbauvideo geben. Aber ich kriege ja bald erstmal Besuch, von daher mal sehen, wann ich das schaffe. Ja, das soll es jetzt hier eigentlich gewesen sein zum Thema Penny. Nicht wundern, wenn ich die Augen so zuzwinkere. Die Sonne, die blendet wieder wahnsinnig. Aber egal, werde ich euch auch irgendwann mal zeigen. Aber das soll es jetzt zum Thema Penny gewesen sein. Ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen als wie immer. Vielen Dank fürs Interesse und tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Nico aus Paraguay. Lecker. Ist das herrlich, dieser Sonnenaufgang. Ich zeige euch mal noch ein bisschen. Ich weiß nicht, ob man seht. Ich sehe nämlich gar nichts.